Hallo zusammen und willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir zwei Biere in einem Brauvorgang, in dem wir Partygeiling machen. Partygeiling ist ein altes englisches Wort und bedeutet so viel wie die Würze trennen. Und die Idee ist, dass man dabei Hauptguss und Nachguss als getrennte Biere betrachtet und das Ganze so einfach ein bisschen verstärkt. Also der Hauptguss der enthält hier besonders viel Malzextrakt, der Nachguss besonders wenig und daraus kann man dann eben ein sehr leichtes Bier und ein sehr starkes Bier machen. Historisch gesehen ist das Ganze ein bisschen anders gewesen. Die haben früher Kochtopf um Kochtopf gefüllt. Also man hat am Anfang fast nur Hauptguss gehabt und dann war das so ein bisschen Hauptguss und viel Nachguss und dann noch mehr Nachguss, teilweise bis zu 4 Töpfe. Haben die einzeln mit Hopfen gebittert und gekocht und hatten dann 4 verschiedene Würzen, aus denen sie die fertigen Würzen für die einzelnen Biere gemischt haben. Was wir heute machen, ist eine Idee aus dem Buch The Perfect Pint. Und da ist es tatsächlich so, dass die Hauptguss und Nachguss komplett trennen und komplett eigene Biere machen. Dann ist der Kontrast eben besonders stark. Die Biere, die wir heute machen, sind einmal ein Barley Wine, ein heller, mit wahrscheinlich so 10, 11, 12%. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie meine Effizienz bei diesem für mich ungewohnten Brauvorgang ist. Und danach kommt ein Stout. Und das machen die, indem die die Malze ein bisschen besonders einsetzen. Also der Hauptguss besteht hier aus hauptsächlich Pale Malt, 1200 Gramm Pale Malt, 80 Gramm Crystal Malt habe ich da. Ich habe mir die Wassermenge ausgerechnet, weil das Rezept ist nicht vollständig. Das gibt das Ganze nur so ein bisschen, irgendwie so zur Hälfte an. Also ich möchte 2 Liter Barley Wine und 4 Liter von dem Stout haben. Für den Barley Wine, um 2 Liter zu bekommen, muss ich ja berücksichtigen, dass ungefähr 1,3 Liter hier absorbiert werden, dass ich 25% wie bei den meisten Kochvorgängen an Wasser verliere und dann komme ich für 2 Liter, 2 Liter Endprodukt auf 4 Liter Wasser, die ich im Hauptguss einsetze. Das ist sehr praktisch, das ist das, was ich auch normalerweise mache. Dann habe ich auch nicht so viel Sorgen, dass ich hier Probleme beim Läutern kriege, auch wenn die im Rezept tatsächlich Reisspelzen empfehlen. Was ich danach mache ist, also ich habe die 2 Liter Flüssigkeit am Ende auch rausgeläutert, dann wird das Ganze nochmal mit dem Nachguss aufgeschüttet und nochmal umgerührt, weil da kommen nämlich eine ganze Reihe schwarzer Malze hinzu. Hier ist auch noch ein klein bisschen Crystal Malt drin, damit das Ganze nicht nur so dünn und wässrig schmeckt, was beim Nachguss halt passieren kann. Das heißt, um den Nachguss ein bisschen aufzupeppen, kommen da rein, hier habe ich es umgerechnet, Chocolate Malt 70 Gramm, Black Malt 60 Gramm, Roasted Barley 50 Gramm und Crystal Malt 50 Gramm, genau. Und dann habe ich eben ein Stout, was da rauskommt. Das ist mit 230 Gramm hier. Das sind 230 Gramm, sind ziemlich viele dunkle Komponenten. Und das bin ich mal gespannt, wie das Ganze das aufpeppt. Ich, wie gesagt, weiß auch nicht, ob jetzt das mit der Braueffizienz so ist wie sonst bei meinen Prozessen, wo ich ja ein bisschen weniger Malz nehmen würde, um auf die gleichen Stärken zu kommen wie hier. Im Zweifelsfall wird der Barleywein dann halt sehr stark und ich muss gucken, dass ich möglichst eine robuste Hefe nehme. So, bevor ich zur Hefe komme, wollte ich aber noch sagen, wie ich das Ganze dann hopfe und koche. Ich habe der Empfehlung folgend hier Admiral da, das hat bei mir 14,2% Alphasäuren. Und die sagen, man soll 45 IBU erreichen, was ich für einen Barleywein sehr wenig halte. Also ich werde mehr als die empfohlenen 5 Gramm nehmen. Ich nehme wahrscheinlich eher so Richtung 8 Gramm und komme dann statt auf 45 IBU, ja, wenn ich das so ungefähr hochskaliere, sind es wahrscheinlich 70 oder sowas. Ich finde, das ist deutlich besser und ich werde den Barleywein auch locker 6 Monate lagern lassen, bevor ich ihn verkoste. Halte ich einfach für selbstverständlich bei so einem Bier. Dann kommt da noch am Ende 5 Gramm East Kent Golding rein, das ist kein Problem, das mache ich auch. Das Ganze soll dann ein bisschen ein stärkeres Aroma geben. East Kent Golding soll tatsächlich auch einer der Hopfen sein, der besonders lange im Bier verweilt. Also da ist das nach 6 Monaten nicht komplett weg, wie bei den ganzen Zitrusfrüchten, die Leute heutzutage in ihre Biere tun. Die letzten 10 Minuten, East Kent Golding, der hat hier 4,5%? Ne, 4% Alphasäuren. Okay, und bei dem anderen ist es so, dass die tatsächlich hier in dem Rezept einfach nichts da reingeschrieben haben, weil das wahrscheinlich verloren gegangen ist, vergessen dabei zu tun. Die sagen einfach, mach ein Stout draus und fügen sogar noch Laktose hinzu. Laktose finde ich vom Geschmack nicht lecker, deswegen bei mir einfach nur normales Stout, kein Milk Stout. Und ich wollte mit Challenger bittern, 8 Gramm, dann komme ich auf 40 IBU. Das finde ich für einen Stout sehr ausgewogen, vor allem wenn so viel schwarze Malze drin sind. Und ich habe hier allerdings jetzt mittlerweile Phoenix bekommen. Da hatte ich ja schon mal ein Bier gemacht, wo Phoenix Schokoladenaromen hinzufügen soll. Und dann nehme ich wahrscheinlich tatsächlich hier die 8 Gramm die letzten 10 Minuten, wie das damals in dem Rezept von dem, was war das denn nochmal? Chocolate Porter war, genau. Falls ihr das Rezept noch nicht kennt, Chocolate Porter, schaut es euch an. Ich kann das gerne verlinken, dann wisst ihr genau, wie das damals war. 12,3% Alphasäuren, 8 Gramm, damit man da ein Aroma rausbekommt. Das ist einer von diesen englischen Hopfen,
die wirklich nur sehr widerwillig ihr Aroma preisgeben. Bei Brandon Cross hatten wir das schon mal, dass man 8 Gramm da reinhauen muss. Und ich benutze zum Beispiel bei East Kent Goldie, um ein deutliches Aroma zu bekommen, bei einem leichten Bier 2 Gramm. Also was ein Viertel der Menge. So, dann haben wir Phoenix, der soll ein Schokoladen- und Melassenaroma da reinbringen. Das, ja, bin mal gespannt, wie das so harmoniert. Ich denke, ich werde das rausschmecken. Bin mal gespannt, ob es mir diesmal auffällt. Damals beim Chocolate Porter mit dem Original-Kit war das noch nicht der Fall. Ja, und dann sind wir bei der Hefe angelangt. Ich werde hier für diesen relativ starken Barley Wine die Nottingham nehmen. Die ist frisch, die kann ich dann rehydrieren. Die ist nicht wie mit den meisten meiner Hefen halt repitched und deswegen so ein bisschen, ja, so ein bisschen ermüdet mit der Zeit. Die geht auch bis 12% Alkohol, was ich in dem Datenblatt entnommen habe. Und da müsste ich eigentlich, ich habe es vor kurzem mal nachgerechnet, ich müsste eigentlich mit 5 Gramm oder 6 Gramm, glaube ich, hinkommen, also einem halben Päckchen. Und dann habe ich das Stout. Da wollte ich die Hefe ausprobieren, die ich aus der Bretagne mitgebracht habe. Und zwar ist das eine historische Kölschhefe, die aber in der bretonischen Brauerei halt auch für alle Biere benutzt wird, auch dunkelste und hellste, außer für die Weizen. Und ich habe dann von deren Flaschen mir einmal die Weizenhefe gezogen und diese Kölschhefe, die sie benutzt haben. Also die haben die wohl echt aus Köln 1996. Die Brauereien in Köln gibt es nicht mehr, von denen die das haben. Deswegen ist das etwas Einzigartiges. Und ich werde einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert mit einem, ja, etwas untypischen, aber eben ganz interessanten Stout und guck mal, wie das da die Röstaromen umwandelt. Es kann sein, dass die sehr neutral ist. Ich bin kein Fan von neutralen Hefen. Also auch die Nottingham ist eine sehr neutrale Hefe, die ich für einen Stout nicht so richtig passend finde. Das schmeckt für mich schon fast, als wäre das untergärig fermentiert, weil man ganz clean die einzelnen Malze rausschmeckt, statt, wie ich das gewohnt bin, so eine Verästerung des Ganzen und wo die Malze auch irgendwie vom Geschmack transformiert werden, dass man statt halt eben einem Röstmalz dann tatsächlich Kaffee schmeckt oder eben Schokolade. Aber gut, ist halt Geschmackssache, ob man das clean haben möchte oder nicht. Ich werde jetzt mal diese Kölschhefe nehmen, gucken, ob sie zu clean ist oder nicht. Ich vergehe die wahrscheinlich wieder bei 22 Grad Zimmertemperatur, den Barleywein auch. Und dann wird schon was Abgerundetes herauskommen, denke ich. Beim Barleywein bin ich mal sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich denke mal an, ich muss das sehr, sehr gut belüften. Und ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie in der Mitte der Gärung nochmal belüfte oder so. Weiß ich noch nicht genau. Ja, das wäre es dann erstmal. Ich gucke mal, ob ich ein paar mehr Videos von dem Brauchvorgang auch wieder einpflege. Das ist ziemlich schwierig. Mit 2 Händen muss ich meistens rühren, vor allem in diesem Maischekessel hier, der wirklich so schmal ist und sowas. Aber ich schaue mal, was ich aufgenommen kriege. Und dann sehen wir uns, wenn alles vorbei ist. Dann bis gleich.
So, es ist jetzt ziemlich spät geworden, aber ich bin fertig mit beiden Sachen. Das Läutern war tatsächlich, wie erwartet, sehr schwierig. Also es ist jetzt das dritte Bier in relativ kurzer Zeit, wo ich mir denke, hätte ich mal Reisspätzchen gehabt. Ich habe die auch schon eine Einkaufsliste, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu bestellen. Und das wird wohl langsam richtig notwendig, dass ich solche Spezialbiere wie hier zum Beispiel... Und da war die Speicherkarte voll. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um nochmal 2 Tage später hier die Aufnahme weiter zu starten. Also was ich sagen wollte, war, dass ich auf jeden Fall Reisspelzen in Zukunft verwenden werde, wenn ich solche anspruchsvollen Biere braue. Und dann können wir uns jetzt mal die Fermentation angucken. Die frische Nottingham-Hefe, die Trockenhefe, die ist jetzt durch oder fast durch. Also die hatte 5 Zentimeter Kräusen hier, richtig heftig, richtig ordentlich. Da hat viel Hefe, sehr viel Zucker auf einmal umgesetzt. Das war schön anzusehen. Und die beruhigt sich jetzt langsam. Das Bier werde ich natürlich länger stehen lassen, damit es auch wirklich komplett durchgegoren ist, denn ich möchte das in der Flaschenreifung machen und ich habe immer noch, wenn ich das in Flaschen abfülle, Probleme, dass es nachher überschäumt, weil ich wahrscheinlich wirklich immer noch zu ungeduldig bin, bevor ich abfülle. Also die kann ruhig noch lange stehen bleiben. Ich werde den Restextrakt auch aufeinanderfolgend messen, damit ich da sicher bin. Dann die Flaschen zuckern, 6 Monate stehen lassen und dann werde ich das in einem extra Video machen, unabhängig von der Verkostung des zweiten Bieres. Bei dem Bier habe ich heute Morgen noch gedacht, also nach 1,5 Tagen, dass ich eine andere Hefe noch dazuschütten muss. Heute Morgen sah man noch überhaupt gar nichts. Und ich habe das Ganze sehr gut belüftet. Ich habe alle halbe Tage das Ganze nochmal durchgeschüttelt, damit man den Sauerstoff, der hier oben im Kopfraum ist, noch irgendwie einfängt. Weil die Hefe ja in ihrer Lag Phase immer weiter den Sauerstoff verarbeitet. Und bin davon ausgegangen, dass die Hefe tot ist. Jetzt scheint es aber so, als hätte sie sich nach 2 Tagen berappelt. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus von der Fermentation. Vielleicht ein bisschen underpitched, aber das ist ja nicht so dramatisch. Und jetzt, wo ich endlich beruhigt bin und weiß, dass das hier mit dem Bier weitergeht, kann ich das dann wie immer in ein kleines Fässchen abfüllen und dann werde ich das 8 Wochen reifen lassen und dann sehen wir uns in der Verkostung wieder, die direkt hier nachfolgt. Die Verkostung wird sehr spannend, denn hier ist wirklich für die Verhältnisse, die ich so kenne, unglaublich viel Röstmalz drin in den verschiedenen Arten, Chocolate Malt, Black Malt und Roast Barley. Und das ist echt kritisch, denn wahrscheinlich ist das Rezept dafür gedacht, dass das Ganze eine halbe Stunde lang bei 70 Grad zieht, wie das im Rezept stand, wie ich das auch gemacht habe, aber weil bei mir das Läutern ja so schwierig war, war das dann nicht 10 Minuten, 20 Minuten oder eine halbe Stunde später durch, sondern das hat nochmal eine Stunde dazu gedauert und ich glaube, jetzt ist aus dem Röstmalz doch wieder all das rausgelöst, was man nicht möchte, astringierende, bittere Stoffe, die den Geschmack dann ein bisschen heftig machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach 8 Wochen sage, ah, das muss ich noch ein bisschen länger lagern lassen. Und wenn es ganz schlimm kommt und mir das hier überhaupt nicht schmeckt, dann kann es sein, dass ich auch eine Flasche 6 Monate stehen lasse und dann für das zweite Video auch nochmal nehme. Aber das sehen wir dann. Jetzt würde ich erstmal sagen, freut euch auf das Verkostungsvideo, was jetzt als nächstes kommt und dann bis zum nächsten Brautag. Macht's gut.